Oh, wie süß! Du kannst mir doch nicht einfach so den Kopf abbeißen. Sorry. Hallo Lebenskünstler. Es ist zwar ein bisschen außerhalb der Saison, aber wir backen Lebkuchenmännchen. Und ich sag's euch, die schmecken hervorragend. Und das sind ganz so unterschiedliche kleine Männchen. Echte Charaktere. Aber du, solltest du das hier sein? Ja, das sollte ich sein. Und, na gut, Ja. manchmal verliere ich auch den Kopf, also passt's wieder. Ja, wirklich. Also, Charaktere, Identität. Darum geht's heute in unserem Video. Wenn es euch interessiert, Dann bleibt dran. wo hast du denn backen gelernt? Ja, als Kind zu Hause. Aber du, wieso denn Lebkuchenmännchen? Ja, die sind doch lecker. Das stimmt. Und da kann man so richtig schön sehen, sei was du bist, sei es in bestmöglicher Form. Ach so. Welche Form bist du denn? Oh, meinst du nicht, dass du da reinpasst? Oder dieses Nein. vielleicht? Also ich habe eine ganz eigene, eben jenseits des Gewöhnlichen. God broke the mold when he made you. Ja, er hat alle Formen gebrochen, als er mich gemacht hat. Aber weißt du, es gibt schon einiges in unserem Leben, was uns so formt und prägt. Zum Beispiel, ich bin ja gebürtige Engländerin. Hört man ein bisschen. Ein bisschen. Ja, aber vor 3 Jahren habe ich mich bemüht um die deutsche Staatsbürgerschaft. Danke. Ja, und Stichwort Brexit und die Folgen davon. Und jetzt habe ich beides, also die deutsche und die britische. Aber, weißt du, eine Sache, das hat mich schon irgendwie so erschüttert. Da gab es manche Leute, also aus Nicht-EU-Ländern, die das beantragt haben, die Staatsbürgerschaft. Und bei dieser feierlichen Übergabe dann, also als sie das bekommen haben, da müssten sie, bevor sie das Zertifikat bekamen, nach vorne gehen und ihren eigenen Pass, also von ihrem Herkunftsland, abgeben. Also da habe ich meine irgendwie Güte. gedacht, und danach bekamen sie das andere, aber ich dachte, oh, wie wäre das dann, wenn ich irgendwie meinen Pass abgeben müsste? Das prägt einen doch, also das, wo man herkommt. Irgendwie, es hat mich ganz eigen berührt, die Sache. Wie sehr man ja wirklich mit dem Herkunftsland verbunden ist, ich glaube, das merkt man dann erst in so einem Moment, oder? Wenn die Zugehörigkeit auf einmal auf dem Spiel steht. Also kann ich mir vorstellen. Ja. Und trotzdem habe ich mir so gedacht, selbst wenn ich keinen Pass mehr hätte, bleibt diese Geschichte meine Geschichte. Allerdings. Also eben das, was mich geprägt hat. Zum Beispiel, ich werde nicht einfach so den britischen Humor verlieren. Den sollst du auch behalten, auf jeden Fall. Es gibt echt wirklich viel, was uns zu dem Menschen macht, der wir sind. Also es ist gar nicht so leicht, wenn man sich dann irgendwie in einem Wort charakterisieren muss. Aber es ist auch möglich. Ja, wir haben mal bei euch rumgefragt. Wie würdet ihr euch in einem Wort charakterisieren? Und hier nun die ganz besondere Galerie. Ja, let the show begin. Ich bin neugierig. Lebensfroh und weltoffen. Geliebt. Tolerant. Nachdenklich. Außergewöhnlich. Perfektionistisch. Empathisch. Selbstbewusst. Ermutigend. Valiente. Erstklassig. Verrückt. Ich bin lebensfroh. Unternehmungslustig. Hilfsbereit. Offen. Und ich würde mich als Löwen charakterisieren. Optimistisch. Das ist ja super. So viel Originalität, Identität, so lebendige Gottesgedanken. Also herzlichen Dank für diese wunderbaren Beiträge, die ihr uns geschickt habt. Das regt auch wirklich an, sich zu fragen, wie würde ich mich denn charakterisieren? Ich kann das ja von verschiedenen Seiten auch tun. Von welchen denn? So? Also wenn es um Identität geht, da kann ich sagen, ich, tiefer ich und am tiefsten ich. Das heißt, wir teilen das ein bisschen auf, ja? Also ich, das ist der Mensch,
das, was der Staat über mich weiß, so wie ich aussehe, wie ich registriert bin, was ich erkläre in einem Lebenslauf oder in einer Bewerbung, welche Abschlüsse ich habe, welche Sprachen ich sprechen kann und so weiter. Ja. Und tiefer ich wäre dann, was meine Freunde und Familie wahrnehmen von mir, also mein Temperament, meine Eigenart, meine Stärken und Schwächen, meine Gefühle und Reaktionen. Einfach so das, was mich tiefer ausmacht. Ja. Und am tiefsten Ich, das wird jetzt erst richtig schön, das ist die Person, die ich am tiefsten bin. Das ist mehr nämlich nur als einfach eine Summe meiner äußeren Eigenschaften. Das ist das Gottesgeheimnis auf dem Grund meiner Seele. Mein Name, meine Aufgabe in dieser Welt. Das eigentliche Bild oder den Traum, den Gott von mir hat. Weißt du? Ich denke, man kann ja auch sagen, das bin ich in bestmöglicher Form. Die beste Version meiner selbst. Es geht also um Identität. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Es handelt sich um viel mehr als nur um das, was ich kann, worin ich gut bin, oder um das, was man von außen sieht. Es geht um mein ganzes Sein, um meine Lebensgeschichte, um das, was mich von innen her bewegt und wach macht, was mich zum Leuchten bringt. Und das wiederum ist Gottes Geschenk an unsere Welt. Und all das macht mich aufmerksam auf meinen eigentlichen Namen, auf das, was sozusagen in meiner DNA geschrieben steht, wer ich bin, auf mein persönliches Ideal. Machen wir uns gemeinsam auf die Reise von außen nach innen. Was macht mich zum Beispiel äußerlich aus? Und dann am tiefsten Ich, da werden wir euch im nächsten Video einige Tipps geben, wie ihr euren innersten Namen, das wunderbare Bild, das Gott von euch hat, entdecken könnt. Das nennen wir das persönliche Ideal, dieses Bild. Schaut also wieder vorbei am 18. September.